Liebe Pokémon-Freunde, willkommen zurück auf dem Kanal. Dieses Video wird mal wieder so ein Video werden, denn wir haben wieder neue Infos zu Karmesin und Purpur erhalten. Aber keine Sorge, es gibt keine Spoiler in diesem Video. Wir werden nichts sehen, was wir nicht sowieso schon in irgendeinem Trailer oder auf irgendeiner Seite gesehen und analysiert haben, denn es handelt sich hier um reines Gameplay-Material. Serebii und ein paar andere scheinbar wurden von der Pokémon Company oder Nintendo oder wer auch immer eingeladen, um die neuen Spiele anzuspielen. Und sie durften sogar ein bisschen was aufnehmen. Das Ganze war aber in einem relativ kleinen Gebiet, wo, wie gesagt, nichts zu sehen ist, außer das, was wir sowieso schon wissen. Aber jetzt haben wir ein bisschen Gameplay und wissen besser, auf was wir uns bei diesen Spielen einlassen. Bevor wir jetzt aber ins Video starten, möchte ich noch ganz kurz eine kleine Info loswerden. Und zwar entweder im November oder im Dezember, also entweder Spätnovember oder Anfang Dezember, werde ich einen Subathon machen auf Twitch. Das bedeutet, ich werde live gehen und wie das bei Subathons so ist, wird man dann wahrscheinlich für ein paar Tage live sein oder so. Ich weiß nicht, wie das genau funktioniert, wie man da schläft und isst und so, aber ich werde es auf jeden Fall mal durchziehen, denn zu Pokémon Scarlet und Pokémon Violet möchte ich meinen ersten Subathon starten. Zusammen mit euch. Ich bin sehr gespannt, wie das ankommt, also kommt gerne vorbei auf Twitch. Wir werden auf YouTube einen Nuzlocke starten und auf Twitch einen weiteren Playthrough. Wie wir das genau machen, ob ich Karmesin hier auf YouTube als Nuzlocke-Projekt spiele und Purpur dann auf Twitch oder umgekehrt oder was auch immer, das werden wir noch sehen. Aber haltet auf jeden Fall die Augen offen. Im November/Dezember werde ich irgendwo meinen ersten Subathon starten. Jetzt aber gehen wir rein in die ganze Chose. Es sind eigentlich 7,5 Minuten Gameplay, die gezeigt wurden, aber ich habe mich hier entschlossen, die Version von Serebii direkt anzuschauen, denn der von Serebii konnte das selbst spielen und erklärt noch ein paar Dinge dazu. Leider auf Englisch. Ich werde es natürlich übersetzen für diejenigen, die des Englischen nicht mächtig sind, aber er gibt uns vielleicht noch ein paar sehr interessante Zusatzinformationen, die wir nicht gehabt hätten, hätten wir uns nur das Gameplay angeschaut. Aber ich würde sagen, let's go! The Pokémon Company International and Nintendo recently invited me to play an early part of Pokémon Scarlet and Pokémon Violet. And within that, I got to experience much of what there is in the Paldea region, including finding the world's first shiny Pokemon in Pokemon Scarlet and Violet. So, here are my impressions of Pokemon Der Scarlet Typ von and Serebii Pokemon hat Violet. einen Shiny gefunden beim Sit down, Anzocken? relax, and listen to everything. Lul, okay. Pokemon Scarlet and Violet are the much-anticipated 9th generation of Pokemon games, and following from a massive departure from the norm that was Pokemon Legends Arceus, people have been wondering if these games will be more akin to Pokemon Sword and Shield or the new style of gameplay from Pokemon Legends Arceus. We were given access to over an hour of gameplay, and we can tentatively answer that question. Sie konnten das Ding eine Stunde anzocken. Being the most ambitious Pokemon title yet. We were let loose in the region of Paldea in the game shortly after the start. All three paths for the Gym Challenge of Victory Road, facing Team Star in Starfall Street or facing the Titans in the Path of Legends, were made available to us, and we were told we could do whatever we want, take whichever path. Okay, sie konnten machen, was sie wollten. Sie wurden einfach auf der Overworld rausgelassen und it is a vastly open landscape. As all the paths were available to us, they did get flagged on the map, so you can easily go to whatever goal you desired at the pace in which you desire. Okay, also hier sieht man schon, ne, wie dieses Tool funktioniert mit dem Mount. Man kann rennen, man kann klettern, man kann springen, man kann fliegen, man kann surfen. Ja, und es sieht relativ smooth aus. Das gab es ja schon mehr oder weniger in Legenden Arceus, nur eben mit verschiedenen Pokémon und da war es noch ein bisschen clunkier. Mal sehen, wie es dann hier sein wird. By the way, ich musste gerade sagen, die Animation hier ganz am Anfang, keine Sorge, ich werde ihn jetzt nicht allzu viel labern und ihn labern lassen. So sehr ich diesen Hut beschissen finde, Digga, so sehr muss ich aber auch sagen, dass das Glänzen ziemlich fucking epic aussieht auf der Rüstung. Der Dude sieht einfach nur krass aus, Alter. Und dieses Close-Up und diese Animation schon kinder fett irgendwie. Ja, sie wurden also in der Open World rausgelassen und können jetzt frei erkunden. Goal you desired at the pace in which you desire. This really gives players the choice of where to go rather than holding our hand and us being the passengers on the journey. That said, the characters do sometimes try to suggest that you go and do particular things, such as check on other characters to lead you to the other story points as you go through certain stories. For example, Nimona suggests... Er sagt gerade quasi, man wird nicht, und das ist ja ein Kritikpunkt gewesen von vor allem Gen 7, also Sonne und Mond hat ja massiv darunter gelitten, von einem Tutorial, wo einem Charakter zulabern und man eigentlich an der Hand durch
durchgeschlaucht wird. Und er sagt jetzt gerade, die anderen Charakter lassen einen eigentlich in Ruhe. Man kann wirklich erkunden und in die Richtung rennen, wohin man auch möchte. Manchmal kommt ein Charakter und sagt, hey, da geht's, by the way, weiter oder guck mal doch nach dieser Person und bla. So kleine Hints, aber ich bin sehr froh zu hören, dass man nicht wieder mit einem krassen Tutorial zugemüllt und zugespammt wird, wie das bei Generation 7 war. But we check on Arven after we defeated the gym. Pokemon has been dabbling with open areas ever since 2016's Pokemon Sun and Moon, with the Pony Plains in Pony Island showing a small look at how the future may be. It then grew with the wild area in Sword and Shield, then the Isle of Armor, the Crown Tundra, and finally the Hisui region's 5 open areas in Pokemon Legends Arceus. The Paldea region really appears to be a final step into creating a big open world, and it really feels like it has hit the mark. Okay. We're only allowed in a small corner of Paldea, and that area itself was big. So often I found myself distracted from the main task just to... Okay, also sag gerade, ne, Pokémon hat schon oft mit Open Worlds gespielt und so. Nicht zuletzt mit Legenden Arceus und so. Und der hat jetzt das Gefühl, sie sind endlich da angekommen. Und die kleine Area, in der sie sich bewegen durften, war schon ziemlich groß. To see what was around the corner, up the cliffs, around the ridge. And I almost let the time that had been given to me run out before I hit any of the story paths because I was having such fun exploring and finding the Pokemon. That said, I eventually did take the Victory Road path and did the gym test of finding some flora throughout the town of Artisan. When that was done, I started the battle against Brassius and went through the battle much in the way you would in prior games, but there's definitely more of a cinematic flair going into the battle, with small cutscenes showing more personality for the gym leaders than we saw in Pokemon Sword and Shield. Navigating the world works well. Unlike Sword and Shield and Legends Arceus, you have a mini-map in the bottom right-hand corner to help you keep your location know where you're going, and you can set up waypoints to make sure you're on the right path. Riding on Koraidon is a lot of fun and definitely sped up traversal, and it automatically shifted to climbing when I needed it, and I could glide at any time. Pokemon are found sprawled around the field. You no longer have to go for specific tall grass for random encounters, and as far as we can tell, random encounters no longer exist in the game. Instead, this is more akin to the Legends Arceus game, where they can be just about anywhere. They're not also es gibt keine random Encounter mehr in Wiesen. Or just going Alle about Pokémon sind auf der At one point, I Overworld. was gliding over the field on Koraidon and looked down, and I saw 2 Pokemon racing underneath me. And at one point, I walked across the field and saw 2 deerlings sleeping amongst the grass while some other Pokemon flying behind them. Sometimes you will also see a group of 4 or 5 of the species of Pokemon together, sometimes with one of the evolutions in the middle. There is a catch to this though, as the wild Pokemon's interactivity is closer to Pokemon Sword and Shield than Pokemon Legends Arceus. You won't be running away from the Pokemon's... By the way, ein Grund, warum ich dieses Ding hier so cool finde, diese Autokämpfe. Ich fand die von Anfang an ziemlich cool, weil sie einem einiges an Animationen und Transitions in Kämpfe und so ersparen, sondern einfach, ne, zack, zack, die Pokémon weghauen und nicht für jeden Kampf muss man extra in einen Battlescreen rein und Attacken drücken oder so, weil man eh nur A spammt bei den meisten Pokémon. Nicht nur deswegen, sondern auch, weil man nicht aus dem Kampfgeschehen oder beziehungsweise aus seiner Reise rausgerissen wird. Stellt euch vor, ihr erkundet gerade eine Höhle und da sind 5 Wege und ihr habt 3 der Wege jetzt schon abgeklappert und müsst noch in die anderen 2 und so. Und dann kommt irgendein Trainer und reißt euch komplett aus eurem Spielgeschehen raus. Dann kommt ihr in den Battlescreen, da müsst ihr Attacken auswählen und dann besiegt ihr so einen Nonsens-Trainer mit A-Spammen. Aber dann nachher seid ihr wieder da und seid komplett raus und wisst jetzt nicht mehr, ne, wo war ich jetzt schon und wo wollte ich jetzt hin und so weiter. Außerdem hat man gerade, wenn man das böse Team besiegt oder gegen das Ding kämpft, nicht mehr so wie bei Team Rocket, wo du in den Turm bist und dann kämpfst du einfach 20 Mal gegen Rüpel und hast immer die gleiche Animation und immer die, ne, so, da stehen die einfach nebeneinander und du musst da in der Mitte durch und dann kommt der und dann kommt der und dann kommt der und so und in einer halben Stunde irgendwann bist du dann vielleicht bei Giovanni oder whatever. Hier fühlt es sich wirklich an, als kommt die ganze Gruppe auf dich zu. Alle werfen ihr Pokémon rein. Du haust 3 deiner Pokémon raus und killst alle parallel, während du weiterläufst zum Boss und so. Es macht das Ganze irgendwie dynamischer und irgendwie cooler, finde ich. Attacks here to protect yourself, but at worst they will run at you to start the encounter. And that is how wild encounters primarily run. Much like in Pokemon Sword and Shield, if you walk into a Pokemon in the overworld, you'll start the wild encounter. But unlike Sword and Shield, you will not go to a random backdrop.
Instead, the world is seamless and you will even see the wild Pokémon. And genau, man hat, wenn man in den Kampf geht, einen nahtlosen Übergang und ist direkt im Kampf. Wie bei Legenden Arceus und nicht wie in allen anderen Pokémon-Spielen, wo man erst einen Übergang hat, dann Battle-Hintergrund und so ein Background, wo der einfach in jedem Kampf derselbe ist, der immer schön aussieht und so, aber halt dich einfach rausreißt von da, wo du eigentlich bist. Even other trainers or other player characters around in the background as you battle. And like in Pokemon Legends Arceus, you can even move the camera around at will, but unlike Legends, you cannot move your trainer character. There is also another way to start a battle. If you're close enough to a Pokemon, you can aim with the ZL button and throw a Pokeball to get your lead Pokemon out to start a battle. Targeting will show you the name of the Pokemon as well as its level, and if you can sneak up on it, especially by crouching, and catch it unaware, there will be a small boost at the start of the battle. But I was never able to activate that. We also saw a few wild Terra Pokemon. As has already been announced, these Pokemon will automatically terrestrialize in battle against you and offer a challenge. In addition to that, defeating them will earn you LP, which can be used for both the TM machine and even just purchasing items in Pokemon centers throughout Paldea. They'll have a special aura around them and you can see them from far away, so you can definitely tell when you're going into a wild Terra battle. Comparison would be more akin to the alpha Pokemon that you find in Legends Arceus roaming around the Hisui region. Trainers also fill out the overworld of Paldea, but unlike past games, you have to talk to them in order to start the battle. They will no longer spot you and force the battle to happen, which means if you do so wish, you can just basically skip every trainer in the Paldea region. Okay, die Trainer They do have speech bubbles over their head, nicht mehr automatisch gegen euch, so you will know if there is a trainer ready sondern man muss sie ansprechen. Also fill out the overworld and you can see from Das bedeutet, wenn man nicht kämpfen will, kann man einfach an ihm vorbeilaufen. You'll have a red aura for standard items and a golden aura for TMs. There are also some hidden items. This helps the overworld feel more densely packed, so you won't go far without seeing something. Another change to the prior traditional main series Pokemon titles, but following on from Legends Arceus, is that the time of day and weather are no longer tied to a real-time clock. Instead, Pokemon Scarlet and Violet has its own day/night cycle, where there is also another randomized feature in this game taking more inspiration from Legends Arceus than the date-based weather of Sword and Shield. For example, whilst I was playing, as I was approaching Artisan, shortly after it became night, a rainstorm hit, and unlike Pokemon Sword and Shield, the player character was constantly reacting to it. Whilst running through the town, the character was trying to shield themselves and their eyes from the rain so they could still see while running, which is a really nice small touch. Okay, also er hat auch gerade jetzt gesagt, ne, Tag und Nacht ist nicht mehr so, wie es früher war, dass es an der Realzeit gebunden ist, sondern sie orientieren sich jetzt mehr an Legenden Arceus, wo die Zeit so ein bisschen separat für sich war und der Charakter, also das Charaktermodell oder den Spieler, den man spielt, der reagiert auch, das haben wir auch schon gesehen in Trailern und so, ständig auf Wetterveränderungen und so. Also wenn es zum Beispiel regnet, dann schützt er seine Augen oder sie, damit sie sehen kann, wo sie hinrennt etc. Das ist ein schöner kleiner Touch. Didn't exist in the prior Pokemon games. One of the things that the Pokemon community is Ich finde es, by the way, auch cool, dass man scheinbar Emotes hat, gerade für den Multiplayer. Ne, man kann jetzt einfach da stehen und klatschen. Schon funny. One of the things that the Pokemon community is constantly asking about is shiny Pokemon, and it is one which we were so lucky to confirm. Shiny Pokemon are, of course, back in this game, and much to our surprise, whilst we were playing through, we actually managed to get the world's first shiny Pokemon in Scarlet and Violet outside of Game Freak and the Pokemon Company. As I was climbing up a cliffside, I got to the top, and amongst all the Pokemon, I found a shiny Skidoo. That's right, continuing from Pokemon Let's Go and Pokemon Legends Arceus, shiny Pokemon are fully visible on the overworld, which is an improvement over Pokemon Sword and Shield, where you wouldn't know until you started a battle. Okay, also ist das Ganze so wie in Legenden Arceus. Das bedeutet, die Pokémon sind auf der Overworld schon shiny oder nicht. Das bedeutet, man kann richtig, richtig cool Shiny hunten. Ich bin jetzt schon ziemlich gespannt, was es für neue Shiny Hunt Methoden geben wird. I'm quite sure if there was a special cue, visual or otherwise, due to how we approached the shiny Pokemon, but it was really something to climb up there and find the shiny Skidoo. Krass, die haben einfach beim Anspielen ein Shiny gefunden. Ey, wie lucky muss man sein? First full-on shiny Pokemon in the game is an experience I will never, ever forget. Battle-wise, Pokemon Scarlet and Violet definitely align more with Pokemon Sword and Shield. Gone is Legends Arceus' more simplified battle system with the agile and the strong styles of moves, and battles have returned to the more complex and full battle system of the previous main series titles. Okay, also das Kampfsystem aus Schwert und Schild kehrt zurück, ne? Sie benutzen nicht das von Legenden Arceus mit dem Strong Style und so. Das ist auch gut so, finde ich gut, weil, again, mit dem Strong Style etc. pp. Das ist eine coole Abwechslung, aber fürs Competitive oder für Weltmeisterschaften oder so ist es meiner Meinung nach nicht geeignet.
geeignet. So your abilities and hold items and everything make a return, and despite that, battles are feeling much snappier and quicker than in Sword and Shield. Now, the animations are quicker and they feel, I don't want to say less cinematic, but the animations don't require your attention as much. Terrestrialization certainly brings a new element to the battle and can give you a nice boost or type change to make things more suited to you. I didn't get to try it out too much in a deep way, but there's definitely a damage boost if you're terrestrializing to the same type you already were. And needing to recharge the Terra Orb definitely feels like a good way to keep the game balanced so you're not constantly pressing the win button like you were with Zed's moves in Pokemon Sun and Moon. However, some changes from Pokemon Legends Arceus have made it through. While you learn moves in a similar way to Sword and Shield, where if your Pokemon hits the level, it asks you if you want to learn the move, Scarlet and Violet does continue Legends Arceus' method of relearning and forgetting moves. You can just do it from the menu at any time. You can also... What? Okay. Also ihr lernt neue Attacken, beziehungsweise euer Pokémon lernt neue Attacken und ihr könnt alte quasi verlernen, damit ihr ein 4er-Moveset habt, aber ihr könnt jederzeit eure Attacken wieder austauschen. Das ist richtig, richtig cool. Also pull Pokemon out of your boxes at any time, just like in every game since Let's Go Pikachu and Pokemon Let's Go Eevee. There's also a new feature where you can select the Pokemon and have it heal automatically using items from your bag to heal as required, which streamlines the process. The menus themselves have followed the streamlined process the game itself has. Now when you call up the menu with the X button, on the left you'll see your party and you'll be able to check their status, heal them and alter their moves on the fly, whilst on the right you'll get to have the bag, settings, save and the Poke Portal, which is the game's method for connectivity. These are all visually striking and have a lovely style and goes with the more simplistic look, much like Pokemon Sword and Shield. Also er hat auch gesagt, dass die Kämpfe richtig schön flutschen, ne, dass man nicht das Gefühl hat, dass man jetzt da ewig drin steckt, sondern alles geht richtig schön flüssig und es ist nicht so überdramatisiert animiert, sag ich jetzt mal. Ich weiß nicht genau, was er damit meint, beziehungsweise ich bin sehr gespannt, wie es sich für mich persönlich anfühlen wird. Again, du bist in einer Höhle, dann kommt irgendwie ein Sound, der ganze Bildschirm blinkt, dann kommt ein Übergang, dann kommt ein Zubat. Irgendwann hat man diese Formula gesehen und ich finde das so gut, dass sie da in eine flüssigere Richtung gehen. The Pokemon Let's Go feature is also a fun thing to try out. If you send your Pokemon out into the overworld by throwing the Pokeball with the ZR button, it will follow you around, but you can press the button again to send it off in certain directions. This will let it get items for you, but it will also have quick battles against other Pokemon. These are very quick and often just one-hit actions, providing you with both experience and the items that the species of wild Pokemon will drop. These items have previously been revealed to be used for crafting TMs at the TM machine at Pokemon Center, so being able to do this helps make it feel more streamlined for a potential grind. So genau, und das finde ich eben auch geil. Die Frage ist, okay, aber wenn es keine Random Encounter mehr gibt, wozu sollte man die denn machen? Wozu sollte man überhaupt noch kämpfen in diesem Spiel? Aber genau das ist eben das, was sie meinen Augen nach richtig cool gemacht haben. Und zwar, dass man Materialien bekommt von Pokémon. Nicht nur Erfahrungspunkte, sondern auch Items, mit denen man wiederum TMs craften kann. Also die haben ein ganzes Crafting-System implementiert, wo es sich dann eben doch lohnt, gewisse Pokémon zu bekämpfen. Weil du zum Beispiel weißt, okay, ich möchte die TM Flammenwurf machen, weil ich habe mein neues Arcani gerade entwickelt mit einem Feuerstein. Okay, wie kriege ich jetzt die TM Flammenwurf? Und dann guckst du, keine Ahnung, in den Pokédex oder so und dann siehst du, okay, du brauchst keine Ahnung, ein Glumanda-Haar auf seiner Glatze oder so. Und dann musst du erstmal Glumanda suchen. Und dann musst du ein paar von denen bekämpfen, bis du eben dieses Haar bekommst, um dann die TM zu craften und so. Und das ist schon cool, weil man so mit Pokémon sucht aktiv und die dann doch eben bekämpft, auch wenn man das quasi mit diesem Quick-Kampf macht. You can just send your Pokémon out and get the experience, rather than having to go through the battles very slowly. While you do need to target the Pokemon at other Pokemon, and it's not as automatic as it could possibly be, it definitely has a lot of potential, especially as it's necessary in the Starfall Street story path. Another small change is in regards to the trainer customization. In Pokemon Scarlet and Violet, you have the ability to change much about your character's appearance, except for the hair, at any time during your adventure. You can change the outfits, eye shape and more without having to go to the Pokemon Center or a boutique. However, also ich will mal sagen, ne, Mädels haben jetzt schon Jungsfrisuren, aber warum können keine Jungs Glatzen haben in Pokémon? Hä, warum geht das nicht? 2022? Please, no Glatzen-Shaming. There's a massive amount of customization options that we saw, with boutiques allowing you to buy more clothes and hairdressers to change the hair.
This time, however, there are no restrictions. All players can have all hairstyles or wear whichever clothes they want, regardless of the looks they started with at the beginning of the game. Okay. Every trainer has access to everything. You can also use emotes at any time through the D-pad. Also man hat immer Zugriff auf alles. Alle Frisuren, alles, was man halt möchte. Whilst on the overworld. This can be done for pictures, because you can take selfies with you and your Pokémon or you and other players. Ich habe auch das Gefühl, ne, genau das, man kann so Emotes machen und so und Selfies und man kann zu viert rumrennen und Spaß haben und so. Und ich habe das Gefühl, das wurde so viel besser gemacht als in Sword and Shield, wo man auch mit hunderten von Leuten auf der Overworld rumrennen konnte, aber das hatte überhaupt keinen Impact. Also man hat keine Kollisionsabfrage gehabt, die Map hat nur noch gelaggt, wenn andere Leute gejoint sind und es fühlte sich auch gar nicht gut an. Und ich habe das Gefühl, hier gehen sie in die richtige Richtung. Right, wir wissen alle, dass Karmesin und Purpur wahrscheinlich nicht die Spiele werden, die ein Meisterwerk werden. Dafür hat es einfach zu viele Flaws in diesen Spielen, die man jetzt schon teilweise sehen kann. Aber ich finde, sie gehen in eine sehr, sehr gute Richtung. Und wenn sie diese Probleme in Gen 10 beheben, auf einer neuen Konsole, die stärker läuft und bla bla bla, Digga, dann bin ich echt gespannt, Mann, für die Zukunft von Pokémon. Ich habe echt Hoffnung. And this is especially useful when you go into multiplayer and bring other players in through the Union Circle. Following the single-player portion of the demo, we were given a chance to test out the multiplayer features of the game, and multiplayer truly is a key aspect of Pokemon Scarlet and Violet, and frankly, it felt amazing. It is an evolution of what we saw in Pokemon Sword and Shield through the Wild Area, Crown Tundra and Isle of Armor, where you can see the other players through your game. Now this can be done with only up to 4 players at once, but it's such a nice thing to see, because you can go on the adventure with your friends. Ja, genau das ist der Punkt. Also er hat jetzt gerade gesagt, der Multiplayer hat sich super angefühlt. Und ich bin ehrlich gesagt auch der Meinung, Digga, du brauchst nicht hunderte Menschen auf deiner Map. Du brauchst nur 2, 3 deiner besten Kumpels, oder nicht? Und dann spielt ihr zu viert oder so. Aber ich bin ultra froh gerade, das von ihm zu hören, weil das war, ne, das ist halt so ein Umsetzungsding. Er hat gesagt, der Multiplayer ist eins der Key Features. Da bin ich gespannt, warum. And frankly, it felt amazing. It is an evolution of what we saw in Pokemon Sword and Shield through the Wild Area, Crown Tundra and Isle of Armor, where you can see the other players through your game. Now this can be done with only up to 4 players at once, but it's such a nice thing to see because you can go on the adventure with your friends. And you can also organise battles, trades and raids and far more easier than the usual way, and notifications will come up on top if players in the same Union Circle are doing them. An excellent touch. Ey Leute, sorry, ne, wenn ich immer pausiere, aber ich habe so Bock, zusammen mit euch zu zocken, Mann. Ohne Witz. Einfach 2, 3 Zuschauer in die Welt einzuladen, ein bisschen kämpfen, ein bisschen tauschen, ein bisschen rumrennen. Ich habe so Bock da drauf, see what your friends were doing, even if you were inside battle and they can see you. It's this sort of multiplayer interconnectivity that people have truly wanted. All other multiplayer modes are still present. You can still do link trades, battles, surprise trades, plus the already announced battle stadium and even mystery gift, all without being in the same Union Circle. Just like Pokemon Sword and Shield, this uses link codes, so each player has to put in the same link code in order to connect to each other. Our raid battles feel like a response to... Mega. Also es geht wieder mit den Passwörtern und so, super simpel. Alles, was vorher da war, ist immer noch da. Wundertausch, bla, bli, dies, das. Außer, dass man jetzt eben auch im Multiplayer spielen kann. Und direkt miteinander tauschen und direkt miteinander kämpfen. Ohne, dass man irgendwie komisch lang sich verbinden muss und so weiter. Oh, das ist so cool. Feedback that they receive from Pokemon Sword and Shield's Max Raid Battles. Imagine, was man da für eine Arena-Leiterburg draus machen könnte, wenn man da ein bisschen weiter spinnt, ey. These are faster, but are done in a way with the battle system in general. It's still turn-based, but you don't need to wait for other players to make their move in order to do your next one. However, there's still a bit of wait as it's not action-focused. Unlike Max Raid battles, there's also no shields to slow the battle down, but there was an element partway through the battle which adds an extra bit of protection. This protection can be done far more easier with moves from terrestrialized Pokemon. All Pokemon can terrestrialize in these raid battles, but in order to access it, you need to have multiple moves hit the opposing Pokemon first. This works as a way to keep the battles balanced. If all players are knocked out at the same time, or the time limit runs out, you will lose the battle. It may have been because this was a different battle system at first, but we actually lost our first raid battle in testing against a 4-star Cryogonal. This is definitely an exciting notion as Max Raid battles lost their challenge fairly early on in Sword and Shield's life. All in all, on first play, Pokemon Scarlet and Violet feels like it has so much potential to be a huge step forward of the franchise. There are so many surprises that have yet to be revealed, and if the potential holds throughout the game, Pokemon may have actually reached its new peak. We are so desperate to play more, to see what else there is in Paldea, and if the full game continues on what the small snippet we have played shows, then it is truly going to be an exciting time for Pokemon fans. Roll on November 18th. And I'd like to thank you all very much for watching this preview,
And if you have liked this video, press the like button, share with your friends, and if you haven't already, press the subscribe button. And be sure to follow Cerebi.net on all the social platforms for all Pokémon news. And until next time, see ya! Wow, das ist ja mal News, Alter. Heftig. Okay, also er hat jetzt quasi damit abgeschlossen. Ich weiß nicht, wie biased er ist. Ich meine, Cerebi, ne, die sind obviously Pokémon-Fans durch und durch. Aber er hat jetzt quasi damit abgeschlossen, dass er begeistert war und dass er das Gefühl hat, dass Pokémon seinen neuen Peak erreichen wird, in die Richtung, in die sie gehen. Und dass sich das Ganze wirklich gut angefühlt hat und dass er viel Spaß scheinbar hatte in diesen eineinhalb Stunden, die er das Spiel jetzt antesten konnte. Mann, Alter, ich bin froh. Ich bin wirklich froh. Also, ne, ich bin immer noch sehr skeptisch. Es gibt immer noch viele Dinge, die man kritisieren kann und muss und die ich kritisch sehe oder was auch immer. Aber es ist so schön, die positiven Lichtblicke, die ich hatte, hier in dieser Review von dem, der es jetzt eben selber anspielen durfte, bestätigt zu bekommen. Leute, ich hab Bock. Ich hab richtig Bock, zusammen mit euch zu zocken. Das wird richtig fett. Wie gesagt, November startet die Nuzlocke bei Release auf diesem Kanal hier. Wenn ihr also sowas sehen wollt, gerne rein abonnieren und die Glocke, damit ihr die Videos nicht verpasst, wenn sie dann rauskommen. Und auf Twitch könnt ihr auch folgen, denn dort werden wir ebenfalls live kommen und zusammen mit der Community zocken. Leute, ich freue mich so krass. No joke. Shit. Heftig. Okay, cool. Das war's. Wir sehen uns. Peace.